Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen nun die 4. Episode unseres Abenteuers Perseus und Medusa. Ja, nachdem wir jetzt unsere Kolonie Milet gegründet haben, kehren wir zurück nach Argos und wir schauen mal, was man uns zu sagen hat und was für Aufgaben wir zu erfüllen haben. Poseidon greift Argos weiter an und ist entschlossen, die Stadt zu zerstören. Man munkelt in der Agora, dass der Gott sich der Hilfe einer Gefährtin versichern könnte, um ihre Stadt in Stein zu verwandeln. Nur Perseus, der gerade die Stadt Mykene gründet, kann ihnen helfen, dieses Ungeheuer zu töten. Doch nicht einmal dieser große Held kann die Kreatur allein besiegen. Er braucht ein paar magische Gegenstände, um diesen üblen Feind zu überwinden. Ja, und das Ende wird mal wieder nicht vorgelesen hier. Einige kluge Hirten haben herausgefunden, wie man wilde Ziegen zähmt. In einer Käserei kann die reichhaltige Ziegenmilch zu saftigen Käse verarbeitet werden, den ihre Bürger äußerst schmackhaft finden. Die 4. Episode trägt den Namen Der Held Perseus. Und wir müssen 2 Quests erfüllen, damit Perseus seine magischen Gegenstände erhält. Ja, und wir müssen 48 Marmorplatten und 24 Krüge Olivenöl für unsere Kolonie zur Verfügung stellen. Ja, hört sich eigentlich alles relativ einfach an, wenn da nicht Poseidon wäre, der in regelmäßigen Abständen wahrscheinlich unsere Stadt angreifen wird. Gut, wir kehren zurück nach Argos. Ja, und wir haben jetzt ein Koloniedenkmal, welches zur Verfügung steht. Wieder in den Pausenmodus erstmal einen kleinen Überblick verschaffen. Hier haben wir unser Produktionsgebiet, wo wir Olivenöl und Marmor sowie Wolle produzieren. Im weiteren Verlauf haben wir hier unser erstes Wohngebiet mit dem Stadtpalast und hier unsere Fischereihäfen und die Silos. Gut, dann schauen wir mal, ob sich irgendwas verändert hat in Bezug auf Produktionen. Wir gucken mal kurz bei den Farmen. So, da ist alles gleich geblieben. Ja, bei der Viehzucht können wir jetzt, wie wir schon im Intro erwähnt haben, Käsereien aufbauen und Käse herstellen. Ja, und Fischereihafen ist geblieben. Gucken wir bei den Gewerbe. Ist auch alles gleich geblieben. Steinmetzwerkstatt, Bildhaueratelier und Olivenpresse. Ja, bei Verwaltung haben wir jetzt hier die Möglichkeit, Brücken zu bauen. Das ist sehr gut. Endlich können wir die Brücken bauen. Ja, bei der Kultur können wir alles errichten. Bei Mythologie gucken wir mal eben, welche Heiligtümer wir bauen können. Die Hochburg des Zeus, die Zuflucht des Hermes, die Laube der Athene und die Pforte des Hades. Ja, beim Militär haben wir jetzt hier die Befestigung, wir können Mauer und Stadttor errichten und hier bei den Militärwerkstätten können wir Waffen herstellen. Ja, und hier haben wir jetzt unsere Denkmäler, die wir errichten können. Sehr gut. Ja, schauen wir noch mal ganz kurz auf die Weltkarte. Wir haben ja jetzt Milet als Kolonie und Äthiopien als Vasall. Die zahlen ja auch entsprechend Tribut, und zwar zahlt Milet 8 Bronzebarren jährlich und Äthiopien zahlt 8 Holzbretter. Na, gut zu wissen, weil dann müssen wir nämlich auch noch ein Lagerhaus bauen. So, Pausenmodus haben wir wieder aufgehoben und wir werden jetzt als erstes Käsereien bauen. Ja, wir können jetzt hier die Brücke bauen und somit eine Verbindung zu diesem fruchtbaren Gebiet hier schaffen. Hier werde ich meine Ziegen platzieren und hier die Käsereien. Gut, dann werden wir mal direkt eine Brücke bauen. Ja, das passt auch hier. Bauen wir das so. Dann nehmen wir das mal hier alles weg. Und bauen hier den Weg entlang. So, dann bauen wir mal 4 Käsereien und das Architekturbüro. Und wir platzieren unsere Ziegen hier.
da haben wir jetzt hier eine große Ziegenherde. Wir sollten aber auch hier noch entsprechend ein Silo errichten, welches dann direkt entsprechend den Käse aufnehmen kann. So, dann müssen wir eine Verbindung herstellen. Ja, und ich werde jetzt hier das zweite Wohngebiet schon vorkonzipieren und dann können wir hier auch die Verbindung herstellen. Ja, hier ist unser zweites Wohngebiet, spiegelbildlich zum ersten hier aufgebaut. Ja, und mit den Silos werde ich jetzt noch Folgendes machen. Und zwar wird dieses Silo hier, das werden wir jetzt mal mittig setzen. So, das wird jetzt Fisch annehmen nur. Dieses hier wird jetzt den Fisch leeren. Und dann würde ich gerne hier Silos errichten. Dieses Silo wird jetzt den Fisch fordern. Und dieses hier wird den Käse fordern. Das ist, glaube ich, eine gute Aufteilung. Ja, jetzt werden Mitarbeiter benötigt. Dann könnten wir jetzt hier das erste Wohngebiet auch komplett parzellieren. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Das passt. Damit sind die Silos jetzt etwas näher an der Agroa. Ich glaube, dass das ein bisschen zu weit entfernt ist und wir nachher Probleme mit der Nahrungsmittelversorgung haben. Ja, der Seehandel kann wieder aufgenommen werden. Poseidon hat die Lust verloren, uns zu tyrannisieren. Gut, schauen wir mal eben kurz. Äthiopien kauft Wein bei uns. Milet kauft Wein und verkauft uns Weizenholz und Bronze. Okay. Brauchen wir jetzt im Moment, glaube ich, noch nicht. Wenn wir nachher die Heiligtümer bauen, brauchen wir natürlich Holz und auch Bronze für unsere Skulpturen. Dann brauchen wir doch schon den Handelsposten bzw. das Pier von Milet. Aber jetzt haben wir das erstmal so. Das zweite Wohngebiet können wir jetzt eigentlich auch schon parzellieren. Auf jeden Fall ein Teil. Nein, bevor wir parzellieren, müssen wir erstmal wieder unsere Alleen bauen. Das darf ich nicht vergessen. So, dann noch schnell das Architekturbüro. Das kann hier hin und dann parzellieren wir hier schon mal in diesem Bereich. Ja, natürlich muss ich dieses Silo hier auch einstellen. Da ist jetzt tatsächlich Fisch eingelagert worden. Dieses Silo soll natürlich nur Käse annehmen. Naja, der Fisch wird nicht lange drin bleiben, da wird er schon abtransportiert. Sehr gut. Ja, ein Gebäude ist eingestürzt. Und zwar unser Silo. Da bin ich auch selber schuld. Vergessen, hier entsprechend ein Architekturbüro zu bauen. Ja, das auch hier. Ach Mann. So. Wie ärgerlich. So, nochmal neu einstellen. So, nochmal bei Sperren hier bauen. So. Ja, dann sollten wir hier aber auch nochmal ein paar Fischereihäfen bauen. Etwas unsere Nahrungsmittelproduktion hier verbessern. Wo passt denn hier noch was hin? Hier passt noch was hin. Ja. Ja, das sollte jetzt eigentlich reichen. Ja, wir sind im Minus. Ich bin hier im wilden Baumodus, habe gar nicht mitbekommen, dass wir kein Geld mehr haben. Wir kriegen von Treusen nochmal 1500 Drachmen. Ja, vielen Dank. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen besser darauf aufpassen. Ja, wie sieht es eigentlich aus mit unserem Dienen Sie mir gut und erfüllen Sie diesen Quest. Sie werden eine reiche Belohnung erhalten. Ja, Athene
gibt uns unseren ersten Quest. Was sagt sie denn? Dienen Sie mir gut und erfüllen Sie diesen Quest. Sie werden eine reiche Belohnung erhalten. In meiner Weisheit habe ich, Athene, entschieden, Perseus mein Spiegelschild zur Verfügung zu stellen, der jedes Bild absolut naturgetreu zurückwirft. Schicken Sie Perseus, um ihn zu holen. Der Held wird genau wissen, was er damit tun muss, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Gut. Ja, bevor wir jetzt hier entsprechend die Heldenhalle bauen, gucken wir noch mal kurz nach unseren Exporten. So, wir können Marmor verkaufen. Das sollten wir jetzt mal machen. Gut, damit können wir jetzt ein bisschen Geld verdienen. So, im zweiten Wohngebiet brauchen wir natürlich jetzt auch den Lebensmittelhändler auf der Agora. Wie soll ich einen Speerträger spielen, wenn ich keinen Speer habe? Ja, und wir können hier auf unserer Agora im ersten Wohngebiet auch jetzt den Ölhändler etablieren. Wir haben ja genug Olivenöl. Ja, und der erste Käse wird schon zu unserem Silo gebracht. Die Käsereien arbeiten jetzt auch auf vollen Touren. Sehr gut. Ja, errichten wir die Heldenhalle des Perseus. Hat jemand meinen Speer gesehen? Wie soll ich einen So, Speerträger spielen? wir haben es so schön gemacht für die Heldenhalle. Die kommt dann jetzt hier hin. Ja, ich denke mal, wir müssen das gleiche bereitstellen wie schon in der vorherigen Episode. Das Heiligtum der Athene, das Heiligtum für Hermes, 3000 Drachmen in unserer Stadtkasse, 16 Stränge Wolle und 6 Skulpturen. Okay, wir sollten noch schnell ein Warenlager bauen. Wir kriegen nämlich gleich unsere Tribute. Das kann hier mit hin? Nee, das werden wir hier hinbauen. So. Und das soll dann Holz und Bronze schon mal annehmen. Gut, ja, und dann würde ich sagen, bauen wir unser erstes Heiligtum, nämlich die Zuflucht des Hermes. So, Milet zahlt seinen Tribut und auch Äthiopien, sehr gut. So, dann einmal drehen. Wie bauen wir es? Wer mich, den großen Zeus, anbetet, den mache ich zum Gebieter über alles, was hier sichtbar ist. Ja, gut. Zeus ist in unserer Stadt. Noch schnell die Kunsthandwerkergilde. Die kann hier hin. Ich bin direkt vom Olymp herabgestiegen. Ja, und Olivenöl ist auch schon in unserem ersten Wohngebiet angekommen. Gebäude entwickeln sich weiter. Hier fehlt jetzt noch das Gymnasium. Das bauen wir aber erst später, damit wir nicht hier so eine starke Entwicklung haben. Ein Königreich für einen Grill, auf dem ich meine Feinde rösten kann. Ja, wir brauchen immer noch jede Menge Mitarbeiter, stelle ich gerade fest. Dann parzelliere ich nochmal hier die 3. Ja, dann bauen wir jetzt auch hier die Bildhauerateliers. Und dann brauchen wir noch ein Warenlager für Skulpturen. So, direkt einstellen. Ja, jetzt wandern natürlich jede Menge Bürger in unsere Stadt ein. Das ist sehr gut. So, dann brauchen wir aber noch im zweiten Wohngebiet jetzt den Brunnen. Und dann können wir hier auch schon das Steuerbüro bauen. Ja, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt diesen Fischereihafen hier abreißen und werden jetzt hier schon mal das Pier von Milet bauen. Ja, dann muss ich noch ein bisschen Weg wegnehmen hier. So, das passt doch ganz gut. Und dann kann hier nämlich jetzt auch Bronze eingekauft werden. 4 Einheiten, das reicht. Ich bin aus der Unterwelt gekommen, um Sie auf einen wichtigen Quest zu schicken.
Ja, nun fordert Hades seinen Quest von uns. Ich bin aus der Unterwelt gekommen, um sie auf einen wichtigen Quest zu schicken. Wenn Perseus ihre Stadt von einer drohenden Gefahr retten soll, wird der Held meinen Tarnhelm benötigen. Ich, Hades, werde mit Freude darauf verzichten, falls Perseus selbst herkommt, um ihn sich zu holen. Ja, das ist der zweite Quest, den wir erfüllen müssen. Ja, dann schauen wir mal, dass wir den Held in unsere Stadt bekommen. Das Aufwendigste ist ja immer entsprechend die Heiligtümer zu bauen. Sterbliches Wesen, wer mich verehrt, dessen Soldaten werden mit großer Stärke gesegnet. Ja, Athene besucht uns auch gerade. Ja, und der Arbeitsmarkt hat sich auch wieder verbessert. Ja, dann bauen wir doch noch eine Käserei. Ja, und Mykene ist entdeckt worden. Sehr gut. Und Treusen kauft jetzt mehr Wolle. Na, bevor wir da gucken, erst noch mal Ziegen hier verteilen. Gut. Ja, Treusen kauft mehr Wolle. Gucken wir mal eben. Oh ja, 36 Einheiten im Jahr kauft es Treusen. Das werden wir mal erhöhen. Ups, erhöhen, nicht niedriger. Sehr gut. Dann bauen wir aber auch direkt nochmal eine Wollsammelstelle. Ja, das ist ja hier alles ziemlich weit entfernt. Na, gut. Ja, dann entwickeln wir dieses zweite Wohngebiet ja auch weiter. Wir errichten jetzt hier das Podium. Und auch schon einen Arzt bzw. eine Klinik. Ja, und dann bauen wir auch schon direkt nochmal eine Philosophenschule. Na, das bauen wir ein bisschen anders. Und zwar so, dann kann ich hier noch eine Allee bauen. Dann ändere ich das hier auch nochmal eben um. Weil ich denke, wir brauchen dann noch ein bisschen Attraktivität. So. Und dann können wir hier nochmal die Allee bauen. Das machen wir hier genau das gleiche. Mal eben drehen. Ja, sehr gut. Dann können die sich ja auch weiterentwickeln. Ein neues Jahr ist angebrochen. Wir kriegen wieder unsere Tribute. Bronze und Holz. Sehr gut. Ja, wir haben jetzt hier 4 Skulpturen. Dann brauchen wir jetzt erstmal keinen Einkauf mehr von Bronze. Das reicht jetzt. Wir müssen ja gleich noch das Heiligtum der Athene bauen. Waren das jetzt 6 oder 8 Skulpturen, die wir da brauchen? Vielleicht kaufe ich doch noch Bronze wieder ein. Ja, Wolle wird natürlich jetzt hier relativ viel gekauft. Ja, und wir hatten ja noch die Mitteilung, dass Mykene entdeckt wurde. Hier haben wir Mykene. Mykene handelt aber noch nicht mit uns. Okay. Ja, damit wir die Versorgung der beiden Stadtgebiete auch mit den anderen Gütern gewährleisten können, bauen wir nochmal 2 Lagerhäuser. Und zwar eins hier und eins hier. Dieses Warenlager wird Olivenöl fordern. 12. Und dieses hier wird Wolle fordern. Auch. Machen wir 12. Haben wir jetzt beide 12? Ja, gut. Ja, dann haben wir das ja auch näher an den Agroas. Das ist ganz gut. Ja, und die Zuflucht des Hermes ist bald fertiggestellt. Die letzte Skulptur wird gerade geliefert und dann brauchen wir nur noch 4 Platten Marmor. Ja,
Das stimmt. Na, wir brauchen aber noch ein paar Bürger in unserer Stadt. Parzellieren wir das hier nochmal. Hey, hält mal jemand die Welt an? Wenn sich alles dreht, wird mir noch übel. Ja, die Mitteilung, dass Mykene blüht und gedeiht. Wir können Handel mit Mykene betreiben. Ja, und die letzte Ladung Marmor wird gerade zum Heiligtum des Hermes gebracht. Ja, das Heiligtum ist in Betrieb, uns fehlen Mitarbeiter. Das wird sich gleich ändern. Wir ändern das hier auch noch mal ein bisschen, machen das hier noch ein bisschen schick. Sehr gut. So, als nächstes brauchen wir natürlich das Heiligtum der Athene. So, dafür werde ich aber jetzt mal den Export von Marmor stoppen. Und wir gucken mal eben nach Mykene. Mykene ist ein Verbündeter und kauft bei uns Käse und Wolle und verkauft uns Holz. Okay, auch hier können wir noch Wolle verkaufen. Dann könnten wir doch noch den Handelsposten für Mykene hier bauen. Und dann baue ich nochmal eine Wollsammelstelle. Ja, und mittlerweile haben wir in Argos schon 2000 Einwohner. So, hier kommt noch mal eine Wollsammelstelle hin. Dann machen wir wieder eine kleine Lücke. Wer mir huldigt, dessen Stadt wird von meinem geliebten Hund bewacht. Ja, und Hades ist in unserer Stadt. So, hier kann jetzt auch Wolle verkauft werden. Die kaufen allerdings nur 12 Einheiten im Jahr. Das reicht, wenn wir da 6 einlagern. So, wir brauchen noch mal Schafe. Ja, dann verschönern wir das hier noch mit Parkanlagen. Und dann baue ich hier noch eine Allee. So ab hier. Falls nicht, wird man eben philosophisch. Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Äthiopien bittet um 8 Krüge Olivenöl und Hermes erfüllt für uns diese Forderung. Sehr schön. Gut, passt denn hier überhaupt mein Heiligtum der Athene hin? Gucken wir mal eben. Ja, da müssen wir hier ein bisschen den Wald wegnehmen. Ja, so klappt es. Aber uns fehlen noch Marmorplatten. Okay, gut. Dann warten wir noch ein bisschen. Wir können hier dieses Wohngebiet auch wieder parzellieren. So, und hier können wir jetzt auch schon ein Gymnasium bauen. Das kommt hier hin. Ja, und zum Schluss kommt dann noch hier entsprechend das Theater hin. Ja, und mit dem ersten Heiligtum wieder darauf achten, ab und zu unsere Ziegen- und Schafherden kontrollieren. So, passt denn hier eigentlich ein Denkmal hin? Das würde mich mal interessieren. Ja, wie schön. Dann bauen wir doch hier ein Denkmal hin. Das finde ich gut. Und hier? Ach, das sieht doch schick aus, oder? Ja, wir haben mittlerweile schon 26 Marmorplatten im Lager. Wir können jetzt die Laube der Athene errichten. So, dann einmal drehen. Na, so passt es. Ja, das gefällt mir. Und Äthiopien schätzt uns mehr, da wir das Olivenöl zur Verfügung gestellt haben. Ja, gerne. So, wie viele Skulpturen brauche ich jetzt? Aha, 8 brauchen wir und 16 Ladungen Holz.
und 55 Marmorplatten. Naja, dann lassen wir das jetzt erstmal mit dem Export von Marmor. Ja, und wir sehen, dass wir unser Warenlager mit Wolle komplett geleert haben. Also wir können hier jetzt nicht beide Handelspartner mit Wolle versorgen. Ja, hier haben wir ein bisschen Wolle. Das zweite Wohngebiet wird ja noch nicht mit Wolle versorgt. Dann gucken wir mal, ob wir noch weiter das entsprechend exportieren können. So, wir haben jetzt hier auch 8 Skulpturen. Das heißt, wir brauchen keine Bronze mehr einzukaufen. Ja komm, wir haben genug Arbeitslose. Dann baue ich doch noch eine Steinmetzwerkstatt. Oh, das Jahr ist schon wieder vorbei. Wir kriegen unsere Tribute. Nehmen wir an, Dankeschön. So, und dann bauen wir hier nochmal eine Steinmetzwerkstatt auf. Wir brauchen ja doch jetzt relativ viel Marmor. Ja, hier das Silo für Käse ist fast voll. Da sollten wir vielleicht das hier, wo wir Fisch einlagern, auch noch für Käse frei machen. Dann können wir nochmal 10 Einheiten anfordern. Weil dieses Silo ist hier nämlich komplett schon voll. Produzieren im Moment relativ viel. Ja, für den Bau unseres Heiligtums sollten wir vielleicht doch noch eine zweite Kunsthandwerkergilde bauen. Dann geht es ja doch ein bisschen schneller jetzt. Wir haben ja ganz viel Baumaterial hier jetzt auf Lager. Sie haben mich zu Ihrem Feind gemacht. Und jetzt mache ich die See zu Ihrem Feind. Ja, wie zu befürchten, Poseidon greift wieder unsere Stadt an. Da kommt er langsam aus dem Wasser hervor. Wer mich anbetet, dem werde ich mehr Freude machen als jeder andere Gott. Ja, das heißt kein Seehandel mehr und wir werden wahrscheinlich ein paar unserer Fischereihäfen verlieren und die restlichen Fischereihäfen werden verflucht. Das kennen wir ja schon von der zweiten Episode. Aber ich denke mir, mit Käse können wir diese Zeit entsprechend überbrücken. Ah, da ist er schon. Ja. Das Pier von Milet ist Geschichte, genauso wie einige unserer Fischereihäfen. Oh, Hermes kämpft gegen Poseidon. Das wusste ich auch nicht. Aber es hat nicht viel genützt. Na doch, er hat jetzt nur einen Fischereihafen zerstört. Okay. Das wusste ich nicht, dass Hermes da entsprechend eingreifen kann. Gut, also Fisch können wir jetzt nicht produzieren, aber ich denke mir, wir werden die Zeit gut überbrücken. Wir produzieren jede Menge Käse, damit können wir unsere Bevölkerung ernähren. Gut, dann werde ich mal hier das schon mal wegmachen. Ja, und wenn nachher der Fluch vorbei ist, können wir hier den einen Fischereihafen wieder bauen. Ja, der Baufortschritt unseres Heiligtums für Athene ist schon beachtlich. Ja, der Tempel wird jetzt, glaube ich, gerade fertiggestellt. Da kommt jetzt die nächste Marmorlieferung. Und dann können, glaube ich, schon die ersten Skulpturen gesetzt werden. Ja, unsere Fischereihäfen sind immer noch verflucht, aber Nahrungsmittel haben wir genug. Das können wir jetzt gut überbrücken. Aber der Fluch könnte jetzt allmählich auch mal verschwinden. Ja, Gott sei Dank, der Fluch ist jetzt endlich wieder vorbei. Dann bauen wir jetzt den einen Fischereihafen noch nach. So. Gut, ja, das Pier von Milet brauchen wir jetzt im Moment nicht. Oh, da werden jetzt die ersten Skulpturen schon zu unserem Heiligtum gebracht. Ja, sehr gut. Das läuft alles ziemlich gut. Ja, wir werden jetzt keine Wolle mehr verkaufen. Wir haben wirklich zu wenig.
Da müssen wir jetzt gerade mal ohne Exporte auskommen, aber ich denke, wir können auch bald wieder Marmor verkaufen, sobald das Heiligtum entsprechend fertiggestellt ist. So, wir brauchen aber auch noch 6 Skulpturen für Perseus. Das heißt, ich muss jetzt doch mal meinen Handelsposten für Milet bzw. das Pier wieder aufbauen. So, und dann können wir auch wieder Bronze einkaufen. 4 Barren. Weil die Skulpturen werden jetzt alle verbaut. Ja, Jahresanfang. Wir kriegen wieder unsere Tribute. Dann haben wir ja jetzt erstmal genug Bronze wieder für unsere Skulpturen. Wir bekommen die Mitteilung, dass der Seehandel wieder aufgenommen werden kann. Poseidon ist langweilig geworden, uns zu tyrannisieren. Na Gott sei Dank. Ja, und unser Heiligtum der Athene ist bald fertiggestellt. Da kommt die letzte Skulptur. Und dann brauchen wir nur noch unsere 4 Platten Marmor für den Altar. Haben wir denn genug Mitarbeiter überhaupt? Oh ja, das reicht. Ja, und da kommt auch unsere letzte Ladung Marmor. Ja, wunderbar. Unser Heiligtum der Athene ist in Betrieb und wir haben ja jetzt zusätzlich hier noch Olivenbäume, die wir kultivieren können. Wir können wieder hier unseren Export von Marmor starten. Ja, und Wolle, da werden wir bald auch wieder etwas exportieren können. Wir bauen jetzt aber noch ein Landarbeiterlager für die Olivenbäume am Heiligtum der Athene. Ich weiß noch nicht, wo ich den hinbauen möchte. Bauen wir es hier hin. Dann würde ich die Sperre aber noch versetzen. Ja, und für Perseus brauchen wir jetzt nur noch 2 Skulpturen. Dann haben wir die 6 Skulpturen im Lagerhaus. Ja, und das Warenlager für Wolle ist auch wieder voll. Wir machen aber jetzt Folgendes. Wir werden nur Wolle bei Mykene verkaufen. Die kaufen nämlich nur 12 Einheiten im Jahr. Ich glaube, das können wir uns ganz gut leisten. Ja, und dann bauen wir noch eine Olivenpresse, jetzt mit den zusätzlichen Oliven, die wir jetzt hier ernten können. Ja, und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Ja, da wurde gerade die Fuhre Bronze importiert. Den Import können wir jetzt aber stoppen. Wir haben genug Skulpturen für Perseus. Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Ja, und Äthiopien bittet um 8 Stränge Wolle. Wieder kann Hermes diese Forderung für uns erfüllen. Sehr gut. Ja, wir werden später noch hier die Parzellen ausweisen im zweiten Wohngebiet. Dann ist es auch voll parzelliert. Brauchen wir aber im Moment nicht. Wir haben genug Arbeitslose. Wer mir huldigt, dessen Stadt wird von meinem geliebten Hund bewacht. Ja, und Hades ist wieder in unserer Stadt. Ja, wir haben alles, um Perseus zu rufen. Das machen wir auch direkt. Dann können wir nämlich den ersten Quest schon bestreiten, beziehungsweise Perseus. Ja, in der Zwischenzeit gucken wir nochmal, ob wir unsere Schafherden wieder etwas auffüllen müssen. Nein, das sieht alles gut aus. So, und bei unseren Ziegen... Da fehlen einige. Ich bin Perseus, niemand kann mich aufhalten. Ja, Perseus ist in der Stadt. Da kommt er. Dann schicken wir ihn auf den ersten Quest, nämlich den Tarnhelm des Hades besorgen. So, kann's direkt los. Ja, irgendwie haben wir etwas weniger Geld in unserer Stadtkasse. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich gucke mal eben. In Finanzen. Oh ja, wir haben bis jetzt ein großes Minus gemacht.
Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wir Bronze noch eingekauft haben. Können wir eigentlich Skulpturen verkaufen? Damit könnten wir eigentlich auch noch handeln. Ich glaube aber nicht. Wir gucken mal. Äthiopien kauft Wein, Milet kauft Wein, Treusen kauft Marmor und Wolle, Mykene Käse und Wolle. Nein, damit können wir jetzt nicht großartig handeln. Wir könnten tatsächlich noch Käse verkaufen, wenn hier unsere Silos alle voll sind. Nö, lassen wir mal lieber. Schade, dass wir kein Olivenöl verkaufen können. Da haben wir wirklich mehr als genug hier im Warenlager. Ja, Äthiopien schätzt uns mehr, da Hermes die Forderung erfüllen konnte nach der Wolle. Hervorragend! Alle Seelen in der Unterwelt beglückwünschen Sie. Ja, wunderbar. Perseus hat den Tarnhelm des Hades. Gut. Ja, wo ist er? Da kommt er. Sehr erfolgreich gewesen. Ja, Jahresanfang. Milet zahlt Tribut. Nehmen wir wieder alles an. So, aber Perseus ist noch nicht fertig. Er muss jetzt noch das Spiegelschild der Athene beschaffen. Also, nochmal los. Ja, in der Zwischenzeit können wir ja jetzt hier bei Verschönerungen die kleine Statue des Hades bauen. Ah, die passt da nicht hin, aber hier passt sie hin. So. Ja, es ist Januar, wir gucken noch mal kurz auf die Finanzen. Ja, wir haben dann doch jetzt wieder ein Plus gemacht, das ist sehr gut. Wie außerordentlich gewitzt Sie sind. Sie haben meinen Quest abgeschlossen. Ja, und auch das Spiegelschild hat jetzt Perseus von Athene. Der zweite Quest ist abgeschlossen. Auch hier bauen wir natürlich jetzt die kleine Statue der Athene. Ja, damit kommen wir zum Ende unserer Kampagne. Die beiden Quests sind erfüllt und wir müssen jetzt noch die Marmorplatten und das Olivenöl zur Verfügung stellen. Das Olivenöl können wir schon zur Verfügung stellen. Wunderbar. Ja, und bei den Marmorplatten müssen wir jetzt mal den Export stoppen. Ja, aber das sollte auch schnell zur Verfügung stehen. Ja, und mittlerweile haben wir auch die 48 Marmorplatten zur Verfügung. Können wir auch sammeln. Ja, und damit können wir unsere Kampagne erfolgreich abschließen. Mit ihrer Hilfe hat Perseus einen spiegelnden Schild und einen schönen Kopfschmuck bekommen, der sich für sie und ihn als unschätzbar erweisen wird. Argos Ansehen wächst, aber damit es die Stadt an die Spitze schafft, müssen sie abermals ausbauen. Es wäre klug, diese Kolonie in einer Gegend zu errichten, die weit genug von ihrer ersten Kolonie entfernt liegt, damit sie die Ressourcen verschiedener Regionen nutzen können. Ihre beiden Kolonien werden allerdings so weit voneinander entfernt sein, dass ihr einziger Kontakt über Argos verläuft. Ja, bei unserer nächsten Episode von Perseus und Medusa gründen wir unsere zweite Kolonie, nämlich Kalydon. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.